Heute soll es mal darum gehen, dass die Wirklichkeit nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Ähm, und man könnte in dem Zusammenhang die Frage diskutieren, ist denn die Realität am Ende gar nicht so real? Woher kommt der Grundgedanke? Der Grundgedanke kommt natürlich vom Spiritualismus. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr hier schon öfters mal zugeschaut habt, dass ich den Spiritualismus vertrete. Der Spiritualismus ist eine Weltanschauung, eine Philosophie, die also genau den Gedanken vertritt, dass die Gedanken die Realität sind. Sie sind bereits die Realität. Die Realität gibt es nicht nochmal extra, auf einer extra Ebene aus Raum und Zeit. Diese Philosophie habe ich mir ausgedacht. Man könnte aber sagen, dass sie im Prinzip enthalten ist in den Religionen, meiner Ansicht nach. Meiner Ansicht nach ist das ein ganz altes Wissen, das wie gesagt, in den Religionen und Weisheitslehren bereits enthalten ist und das aber heute irgendwie nicht mehr so explizit ausgesprochen wird. Beispielsweise ist ja im Zen-Buddhismus immer die Rede von dieser Lehre, die hinter der Welt ist. Und aus meiner Sicht, der ich ja kein Buddhist bin und letzten Endes auch kein Religionswissenschaftler, ist damit genau das gemeint, dass die Welt nicht wirklich aus festen Objekten besteht in Raum und Zeit, sondern dass sie aus Ideen besteht. Und wie ich es formuliere, dass die Welt in Wirklichkeit ein Bewusstsein ist und keine Welt, die sich aus eindeutigen Objekten in Raum und Zeit definiert, die definitionsgemäß von Bewusstsein unabhängig sind. Das ist ja im Materialismus geradezu der springende Punkt, dass die Objekte, die wir beobachten, von Bewusstsein unabhängig wären und unser großer Geist sei geschaffen, sie zu beobachten und richtig einzuschätzen. Der Kernbegriff hierfür ist Objektivität. Objektivität ist, was wir suchen. Wir wollen also die Objekte, die in Raum und Zeit existieren, als in ihrer Art 100%ig richtig erfassen. Das ist unsere Idee. Es gäbe die Objekte einmal mit bestimmten Eigenschaften und wir wollen sie so richtig wie möglich erfassen. Das Wort Objektivität ist also ein Wort, was einerseits diese räumliche Vorstellung wahr werden lässt, also die Vorstellung von einem Objekt, das beobachtet wird, und zweitens die Vorstellung, dass dieses Objekt eindeutig wäre und bestimmte Eigenschaften mitbringt, die nicht zu ändern sind und die wir also beobachten können mit unserem Geist. Ich habe mir das natürlich hier ein bisschen aufgeschrieben. Wohingegen der Spiritualismus der Auffassung ist, dass es die Realität nur in einem Bewusstsein geben kann. Wie gesagt, die Realität gibt es nicht nochmal extra auf einer anderen Ebene, sondern die Realität, indem sie im Bewusstsein auftritt, ist bereits real. Unser Bemühen, die Realität einzuteilen in Gedanken einerseits und materielle Außenwelt andererseits, ist gleichzeitig das Bemühen auseinanderzuhalten, was in unserem Denken sozusagen als Schöpfungsprozess entsteht und andererseits, was in einem übergeordneten Denken als Schöpfungsprozess entstanden ist. Ich habe ja immer gesagt, wir sind Teil eines großen Bewusstseins. Wir sind nicht einzeln, sondern wir sind durchdrungen von den Gedanken der Welt, wir sind durchdrungen von den Gedanken der Natur und wir haben dafür ganz viele verschiedene Namen, auch von diesem Durchdringen und von dem Benennen von Gedanken, die wir eigentlich nicht uns zurechnen, die aber dann doch in uns auftauchen. Jedenfalls ist man sollte eigentlich dazu sagen, dass die Realität als unabhängig von Bewusstsein ist ja letzten Endes eine Philosophie, eine
ein Grundgedanke, dem wir all unser Resonieren zugrunde legen. Aber sie ist natürlich nicht in dem Sinne beweisbar, weil gerade in unserem Zeitalter wir ja sehen, dass es für ein Bewusstsein ausreicht, wenn es aus Informationen gemacht ist. Siehe KI. Das hatten frühere Generationen so nicht sehen können, aber auf der anderen Seite hatten frühere Generationen, und ich spreche jetzt vielleicht von den alten Griechen, die ja den Begriff der Materie erfunden haben gewissermaßen, die hatten auch noch nicht so eine starke Fokussierung auf Materie, meiner Ansicht nach, sondern sie waren noch wahrscheinlich eher geneigt dazu, diese spiritualistische Sichtweise anzunehmen oder zu haben von Natur aus. Weil es meiner Ansicht nach von Natur aus nicht unbedingt so ist, dass man unbedingt Materialist sein muss, um die Welt zu verstehen, um die Welt richtig zu verstehen. Eine Folgerung von Spiritualismus ist, dass es erstens keine einzige Realität gibt. Wir reden ja im Materialismus von der Realität, der einen Realität in der Einzahl. Und müssten eigentlich von den Realitäten reden. Ich hatte in diesem Zusammenhang öfters gesagt, dass um den Spiritualismus zu erklären, hat man die Worte der materialistischen Weltanschauung, was im Prinzip natürlich kontraproduktiv ist und im Grunde nicht geht. Im Grunde müsste man die Worte des Materialismus entweder austauschen oder mit einem anderen Inhalt füllen, um den Spiritualismus richtig verstehen zu können. Man muss jedenfalls, so viel davon bin ich überzeugt, man muss eine ganz schöne Fantasie aufbringen, um sich das vorstellen zu können. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, erstens bei mir, das war sehr lange, zweitens in anderen kann ich kaum sehen, dass diese Erkenntnis wirklich da ist. Aber ich meine, ich weiß es auf der anderen Seite nicht, ob Leute sich das vorstellen können oder nicht. Es ist ja meiner Ansicht nach auch jetzt wieder nicht so abwegig. Wir sehen ja das Füllen von, sagen wir mal, wir sehen ja das Füllen von Platzhaltern, von Variablen mit geistigen Inhalten immer und überall, gerade heute. Dass nun die Realität auf eine nur einzig denkbare Art und Weise vorhanden sein soll, ist fast schon so schwer zu glauben, würde ich sagen. Aber es ist, wie gesagt, nun mal unsere Denkgrundlage. Und es gibt wahrscheinlich auch wenig Leute, die sich das so klar machen, was das eigentlich bedeutet, dieses Materialistische. Sondern die meisten Leute operieren ja bloß mit Begriffen wie die Wahrheit, die eine Wahrheit wieder, die eine Realität, die Zeitachse, die natürlich nur von früher zu später verlaufen kann. Ich werde dazu in einer anderen Sendung nochmal was sagen. Jedenfalls sollte es ja heute hierum gehen, dass die Wirklichkeit nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. Der Ausgangspunkt für diese Überlegung ist, wie gesagt, der Spiritualismus mit seinem Gedanken, dass es die Realität viele, viele Male gibt, und zwar in jedem von uns. Wir sind Träger einer Realität jeweils und jeweils einer anderen, wie jeder wohl bestätigen kann. Wir haben bestimmte Bewusstseinsinhalte, und wenn wir mal unsere dazugehörigen Narrative beiseite lassen, ich ahne, dass mancher von euch vielleicht sagt, Narrativ, das Wort, das können wir schon bald nicht mehr hören, und ich weiß, glaube ich, was ihr meint. Also es nervt langsam, insbesondere, weil es meiner Ansicht nach immer falsch gebraucht wird. Narrativ bedeutet ja, dass man festgestellt hat, dass die Wahrheit einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Peer Group, sagen wir mal, eine ganz bestimmte Form hat,
je nachdem, welche Erzählung sie sich gegenseitig erzählen. Man spricht in dem Zusammenhang auch öfters von Bubble. Und dieses Falsche, was ich meine, dass man das Wort Narrativ so gebraucht, dass es falsch ist, das meine ich so, dass manche Leute annehmen, sie selber sind in keiner Bubble und sie können dann von außen beurteilen, dass die Erzählung dieser und jener Bubble falsch sei. Während sie nach wie vor beim Objektiven bleiben, also sprich bei der materialistischen Vorstellung von einer Wahrheit. Das ist eben im Spiritualismus anders, da man hier von vornherein davon ausgeht, dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt, die, wenn man so will, miteinander ringen um eine Vorherrschaft der Idee. Aber es gibt nicht von vornherein ein wahres Narrativ und ein falsches. Ein Narrativ ist notwendigerweise immer eine Sichtweise. Und aus dieser Sichtweise heraus gewinnt sie eine gewisse Wahrheit. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ihr habt ja schon bestimmt davon gehört, dass der Sieger immer die Wahrheit oder die Geschichte schreibt. Die Geschichte ist für uns die Wahrheit, die Geschichte wieder, die wahre Geschichte und so weiter. Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, sagen, Geschichte ist, wie der Name schon sagt, eine Geschichte, eine von vielen. Man könnte die Geschichte so erzählen oder so. Sie wird je nach Anlass der Erzählung und je nach Logik, innerhalb derer sie passiert oder erzählt wird, ganz verschiedene Formen annehmen. Sie könnte alle Formen haben, aber der Sieger schreibt die Geschichte deshalb, weil der Verlierer tot ist und sie nicht mehr erzählen kann. Und bei dem, was wir von Geschichte wissen, handelt es sich natürlich um etwas Überliefertes. Wir selber waren ja nicht dabei. Wir sind also angewiesen auf die Geschichte derer, die aus der Sache herauskommen. Und mal angenommen, ein geschichtliches Ereignis, das viele Tote forderte, wir haben die Geschichte der Überlebenden vor uns. Das war jetzt ein kurzer Ausflug zu dem Wort Narrativ. Wir haben also bestimmte Bewusstseinsinhalte, jeder von uns, die voneinander abweichen, und zwar nach bestimmten Gesichtspunkten. Zum Beispiel kulturelle Zugehörigkeit, Religionszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht, Fernsehgewohnheiten. Also man kann direkt sagen, das, was die Leute konsumieren an Nachrichten, ist das, was letzten Endes sie sich dann hinterher auch gegenseitig erzählen. Was sonst? Das sind ihre Erfahrungen. Wenn es kein Fernsehen gäbe, dann würden sie sich erzählen, was sie im Wald auf der Jagd gesehen haben, was ihnen begegnet ist. Richtig oder falsch, das würden sie sich erzählen. Die Fernsehgewohnheiten, also die Peer Group, was euch andere Leute erzählen, je nachdem, welcher Peer Group man angehört. Das heißt, man könnte sagen, also welche Freunde man hat, was für Freunde, welche Angewohnheiten die haben, welches politische Denken und so weiter. Je nachdem wird es also ein bestimmtes Narrativ geben oder familiäre Erfahrungen. Das Ich schreibt sich all diese Erfahrungen zu und macht daraus eine Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes, eine Geschichte mit eigenen Entscheidungen und mit tollen Ereignissen und was es da nicht alles gab. Ich weiß nicht, ja. Ein davon getrennter Beobachter, aber der könnte sagen, diese Sichtweise zu haben, zum Beispiel eine politische Sichtweise, wir haben ja heute gerade den Tag der amerikanischen Wahl, diese Sichtweise zu haben, tritt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf. Nehmen wir mal an, wir nehmen als diese Wahrscheinlichkeit das Wahlergebnis. Hier wird man schon wieder nicht mehr von Wahrscheinlichkeit sprechen, sondern von dem wirklichen Ereignis. Aber dass jemand so eine bestimmte politische Überzeugung hat, tritt also in der Bevölkerung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf. Und je nachdem, welcher Gruppe man sich da zuordnet. Und das ist damit gemeint, diese Wahrscheinlichkeit. Und wenn es da eine Schwierigkeit geben sollte, dass man sagt, man hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit
einen Bewusstseinsinhalt zu haben und nicht, dass man, wie das ich das ja normalerweise macht, das sagt, das bin eben ich und ich habe mir bewusst die Sendungen angesehen und ich habe bewusst das alles gemacht. Dem habe ich sozusagen als geistiges Experiment die Überlegung mitgebracht, dass man zum Beispiel auch einen Würfel rollen lassen könnte. Also man könnte würfeln und man würde mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:6 eine der Zahlen würfeln, die der Würfel hat. 6 Zahlen natürlich. Und man würde jetzt, sagen wir mal, die 6 würfeln und die Wahrscheinlichkeit dabei ist 1:6 und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine andere Zahl als die 6 würfelt, ist eigentlich so um die 85% oder so. Und also es hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas anderes als die 6 würfelt, aber die 6 kann eben doch gewürfelt werden und mal angenommen, sie kommt. Dieses Narrativ, von dem ich spreche, käme dann zustande, wenn man genau untersuchen würde, wie derjenige, der den Würfel hat rollen lassen, den Würfel aus der Hand hat rollen lassen, mit welcher Seite er dann aufkam und mit welchem Momentum er dann weiterrollt und dann schließlich zu stehen kommt auf einer bestimmten Seite. Und dann würde man so gesehen wieder nicht mehr von einem Zufall sprechen, sondern man würde von einer Folgerichtigkeit sprechen. Es war ganz klar, dass die 6 kommen musste, denn gab ja ein bestimmtes Momentum, der Würfel ist auch dann folgerichtig über die richtige Seite abgerollt und so weiter und so weiter. Das wäre dann also die sagen wir mal, innere Erklärung. Ich will das damit erstmal bewenden lassen, so als Gedanke. Könnte ich mir vorstellen, braucht das immer seine Zeit einzusinken und als Möglichkeit im Bewusstsein aufzutreten, als Denkgewohnheit sozusagen. Und ich hoffe, es interessiert euch und ihr bleibt mir gewogen. Weiterhin abonniert und liked, wenn ihr wollt. Und ich mache erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.